Lewis, nauseated, fought the urge to vomit. If his breathing passages got clogged now, it was all over. The cycle rolled back and over and was precisely upside down. Lewis lunged across the underside and snatched at the other end of the collapsed balloon, and had it. The cycle continued its roll. Lewis was flattened chest down across the belly of the machine. He waited, clinging. The inert hulk paused, hesitated, rolled back. His vestibular canal spun, and Lewis lost, what, yesterday's late lunch? He lost it explosively, in great agonizing heaves, across the metal and across his sleeve, but he didn't shift his position more than an inch. The fly cycle continued to heave like the sea, but Lewis was anchored. Presently, he dared to look up. A woman was watching him. She seemed to be entirely bald. Her face reminded Lewis of the wire sculpture in the banquet hall of the Heaven Tower. The features and the expression. She was as calm as a goddess or a dead woman, and he wanted to blush, or hide, or disappear. Instead, he said, "Speaker, we're being watched. Relay to Nessus." "A minute, Lewis. I am discomposed. Ich guck ein Anime. Watching you climb." "Okay, I thought she was bald, but she isn't. There's a fringe of hair-bearing scalp that crosses over her ears and meets at the Ich guck base ein Anime. of her skull. She wears the hair long, more than shoulder length." He did not say that her hair was rich and dark, falling past one shoulder as she bent slightly forward to watch Lewis woo, nor that her skull was finely and delicately shaped, nor that her eyes seemed to spear him like a martini olive. "I think she's an engineer. She either belongs to the same race or follows the same customs. Have you got that?" "Yes. How can you climb so? It seemed that you defied gravity. What are you, Lewis?" Clutching himself to his dead fly cycle, Lewis laughed. It seemed to take all his strength. "You're a cadaptist," he said. "Admit it." "I was raised so, but the teachings did not take." "Sure they didn't. Have you got Nessus?" "Yes, I used the siren." "Relay this. She's about 20 feet from me. She's watching me like a snake. I don't mean she's intensely interested in me. I mean she's not interested in anything else at all. She blinks, but she never looks away. She's sitting in a kind of booth. There used to be glass or something in 3 of the walls, but that's gone, leaving not much more than some stairs and a platform. She's sitting with her legs over the edge. It must have been a way of watching the prisoners. She's dressed in, well, I can't say I go for the style. Knee-length and elbow-length overalls, ballooning out. But aliens wouldn't be interested in that. The fabric is artificial, obviously, and either it's new or it's self-cleaning and very durable. She..." Lewis interrupted himself, because the girl had said something. He waited. She repeated it, whatever it was, a short sentence. Then she stood gracefully and went up the stairs. "She's gone," said Lewis. "Probably lost interest." "Perhaps she went back to her listening devices." "Probably right." If there was an eavesdropper in the building, Occam's razor said it was her. "Nessus asked you to focus your flashlight laser to low and wide, and to be seen using it for lighting when next the woman appears. I am not to show the slaver weapon. The woman could probably kill us both by turning off a switch. She must not see us with weapons." "Then how can we get rid of the zap guns?" A moment before Speaker relayed the answer. "We do not. Nessus says that he will try something else. He is coming here." Lewis let his head sag against the metal. The relief he felt was so great that he didn't even question it, until Speaker said, "He will only have us all in the same trap. Lewis, how can I dissuade him?" "Tell him so." No, don't even do that. If he didn't know it was safe, he'd stay away." "How can it be safe?" "I don't know. Let me rest." The puppeteer must know what he was doing. He could trust Nessus's cowardice. Lewis rubbed his cheek against the smooth, cool metal. He dozed. He was never less than marginally aware of where he was. If his cycle stirred or shifted, he came wide-eyed out of sleep, clutching metal in his knees and fabric in his fists. His sleep was a running nightmare. When light flashed through his eyelids, he came awake immediately. Daylight poured through the horizontal slit that had served them as a doorway. Within that glare,
Nessus's fly-cycle was a black silhouette. The fly-cycle was upside down, and so was the puppeteer, held by seat webbing rather than crash balloons. The slit closed behind him. "Welcome," said Speaker, slurring the words. "Can you turn me upright?" "Not yet. Has the girl reappeared?" "No." "She will. Humans are curious, Speaker. She cannot have seen members of our species before." "What of it? I want to be right side up," Speaker moaned. The puppeteer did something to his dashboard. A miracle happened. His fly-cycle turned over. Lewis said one word. "How?" "I turned everything off after I knew that the bandit signal had my controls. If the lifting field had not caught me, I could have turned on my motors before I struck pavement. Now," the puppeteer said briskly, "the next step should be easy. When the girl appears, act friendly. Lewis, you may attempt to have sex with her if you think you might succeed." "Speaker, Lewis is to be our master. We are to be his servitors. The woman may be xenophobic. It would lull her to believe that a human being commands these aliens." Lewis actually laughed. Somehow the nightmarish half-sleep had rested him. "I doubt she'll be feeling friendly, let alone seductive. You didn't see her. She's as cold as the black caves of Pluto, at least where I'm concerned, and I can't really blame her." She had watched him lose his lunch across his sleeve. Generally an unromantic sight. The puppeteer said, "She will be feeling happy whenever she looks at us. She will cease to feel happy when she tries to leave us. If she brings one of us closer to her, her joy will increase." "Tangent, yes!" cried Lewis. "You see? Good. In addition, I have been practicing the Ringworld language. I believe my pronunciation is correct, and my grammar. If I only knew what more of the words meant." Speaker had stopped complaining long ago. Inverted above a lethal drop, with burns all over him and one hand charred to the bone, he had raged at Lewis and Nessus for being unable to help him, but he had been quiet for hours now. In the dim quiet, Lewis dozed. In his sleep he heard bells and woke. She tinkled as she came down the steps. There were bells on her moccasins. Her garment was different too, a top-shaped high-necked dress fitted with half a dozen big, bulging pockets. Her long black hair fell forward over one shoulder. The serene dignity in her face had not changed. She sat down with her feet over the edge of the platform, and she watched Lewis woo. She did not shift position. Neither did Lewis. For several minutes they held each other's eyes. Then she reached into one of the big pockets and produced something fist-sized and orange. She tossed it toward Lewis, aiming it so that it would go past him, a few inches beyond his reach. He recognized it as it went by him, a knobby, juicy fruit he had found on a bush 2 days ago. He had dropped several into the intake hopper of his kitchen without tasting them. The fruit splattered red across the roof of a cell. Suddenly, Lewis's mouth was trying to water, and he was taken with a raging thirst. She tossed him another. It came closer this time. He could have touched it if he had tried, but he would also have overturned the cycle, and she knew it. Her third shot tapped his shoulder. He clung to his 2 fistfuls of balloon and thought black thoughts. Then Nessus's fly-cycle drifted into view, and she smiled. The puppeteer had been floating behind the truck-sized derelict. Upside down again, he drifted obliquely toward the viewing platform as if wafted there by a stray, induced current, and as he passed Lewis, he asked, "Can you seduce her?" Lewis snarled. Then, realizing that the puppeteer really wasn't mocking him, he said, "I think she thinks I'm an animal. Forget it." "Then we need different tactics." Lewis rubbed his forehead against the cool metal. He had seldom felt so miserable. "You're in charge," he said. "She won't buy me as an equal, but she might buy you. She won't see you as competition. You're too alien." The puppeteer had drifted past him. Now he said something in what sounded to Lewis like the language of the shaven choir-leading priest, the holy language of the engineers. The girl did not respond, but she wasn't smiling exactly, but the corners of her mouth did seem to turn up slightly, and there was more animation in her eyes. Nessus must be using low power, very low power.
He spoke again, and this time she answered. Her voice was cool and musical, and if she sounded imperious to Louis Wu, he was predisposed to hear that quality. The puppeteer's voice became identical to the girl's. What developed then was a language lesson. To Louis Wu, uneasily balanced above a lethal drop, it was bound to be dull. He picked up a word here and there. At one point, she tossed Nessus one of the fist-sized orange fruits, and they established that it was a thrum, and Nessus kept it. Suddenly, she stood up and left. Louis said, "Well?" "She must have become bored," said Nessus. "She gave no warning." "I'm dying of thirst. Could I have that thrum?" "Thrum is the color of the peel, Louis." He edged his cycle alongside Louis and handed him the fruit. Louis was only just desperate enough to free one hand. That meant he had to bite through the thick peel and tear it away with his teeth. At some point he reached the real fruit and bit into it. It was the best thing he had tasted in 200 years. When he had quite finished the fruit, he asked, "Is she coming back?" "We may hope so. I used the tasp at low power that it might affect her below the conscious level. She will miss it. The lure will become stronger every time she sees me." "Louis, should we not make her fall in love with you?" "Forget it. She thinks I'm a native, a savage. Which brings up the question, what is she?" "I could not say. She did not try to hide it, but it did not come across either. I do not know enough language. Not yet." Chapter 20. Meet. Nessus had landed to explore the dimness below. Cut off from the intercom, Louis tried to watch what the puppeteer was doing. Eventually, he gave that up. Much later, he heard footsteps. No bells this time. He cupped his hands and shouted downward, "Nessus!" The sound bounced off the walls and focused itself horrendously in the apex of the cone. The puppeteer jumped to his feet, swarmed aboard his cycle, and took off. Cast off, more likely. No doubt he had left the motor going to hold the cycle down against the trapping field. Now he simply cut the motor. He was back among the hovering metal when the footsteps stopped somewhere above them. "What the tange is she doing?" Louis whispered. "Patience. You could not expect her to be conditioned by one exposure to a task at low power. Try to get it into your thick, brainless heads. I cannot keep my balance indefinitely." "You must. How can I help?" "Water," said Louis, with a tongue like 2 yards of flannel rolled up. "Are you thirsty? But how can I get water to you? If you turn your head, you may lose your balance." "I know. Forget it." Louis shuddered. Strange that Louis Wu the Spacer should be so afraid of heights. "How's Speaker?" "I fear for him, Louis. He has been unconscious for uncomfortably long." "Tange! Tange!" Footsteps. She must have a mania for changing clothes, Louis thought. What she wore now was all overlapping pleats in orange and green. Like previous garments, it showed nothing at all of her shape. She knelt at the edge of the observation platform, coolly watching them. Louis clutched his metal raft and waited for developments. He saw her soften. Her eyes went dreamy. The corners of her small mouth turned up. Nessus spoke. She seemed to consider. She said something that might have been an answer. Then she left them. "Well, we shall see. I get so sick of waiting." Suddenly, the puppeteer's flycycle was floating upward, up and forward. It bumped against the edge of the observation platform like a rowboat making dock. Nessus stepped daintily ashore. The girl came to greet him. What she held in her left hand had to be a weapon. But with her other hand she touched the puppeteer's head, hesitated, then ran her fingernails down his secondary spine. Nessus made a sound of delight. She turned and walked upstairs. Not once did she glance back. She seemed to assume that Nessus would follow like a dog, and he did. Good, thought Louis. Be subservient. Make her trust you. But when the oddly matched sounds of their footsteps faded away, the sound block became a tremendous tomb. Speaker was 30 feet away across the Sargasso Sea of metal. 4 padded black fingers and a puff of orange face showed around the green crash balloons. Louis had no way of getting near. The Kazin might be dead already.
Among the white bones below were at least a dozen skulls. Bones and age and rusted metal and silence. Louis Wu clung to his cycle and waited for his strength to give out. He was dozing not many minutes later when something changed. His balance shifted. Louis's life depended on his balance. The momentary disorientation sent him into rigid panic. He looked wildly about him, moving only his eyes. The metal vehicles were all around him, motionless. But something was moving. A distant car bumped, screeched like tearing metal, and went up. Huh? No. It had grounded against the upper ring of cells. The whole Sargasso was sinking uniformly through space. One by one, noisily, the cars and flying packs docked and were left behind. Louis's cycle smacked jarringly into concrete, turned half around in the turbulence of electromagnetic forces, and toppled. Louis let go and rolled clear. Immediately he was trying to get to his feet, but he couldn't get his balance. He couldn't stay upright. His hands were claws, contorted with pain, useless. He lay panting on his side, thinking that it must already be too late. Speaker's flycycle must have landed on Speaker. Speaker's flycycle, easily recognizable, lay on its side 2 tiers up. Speaker was there, and he wasn't under the cycle. He must have been under it before the cycle fell on its side, but even then the balloons would have protected him to some extent. Louis reached him by crawling. The Kazin was alive and breathing, but unconscious. The weight of the flycycle had not broken his neck, possibly because he didn't really have a neck. Louis clawed the flashlight laser from his belt, used its green needle beam to free Speaker from his balloons. Now what? Louis remembered that he was dying of thirst. His head seemed to have stopped spinning. He stood, wobbly-legged, to look for the only functional water source he knew. The cell block was all concentric circular ledges, each ledge the roof of a ring of cell blocks. Speaker had grounded on the 4th ring from the center. Louis found one cycle with tattered crash balloon fabric draped across it. There was another. 1 tier down and across the central pit, equipped with a human-style saddle. The third. Nessus's cycle had grounded a tier below Speaker's. Louis went down to it. His feet jarred him as they hit the steps. His muscles were too tired to absorb the shock. He shook his head at the sight of the dashboard. Nobody would be stealing Nessus's flycycle. The controls were incredibly cryptic, but he did identify the water spout. The water was warm, tasteless as distilled water, and utterly delicious. When Louis had quenched his thirst, he tried a brick from the kitchen slot. It tasted very strange. Louis decided not to eat it yet. There might be additives deadly to human metabolism. Nessus would know. He carried water to Speaker in his shoe, the first container he thought of. He dribbled it into the Kazin's mouth, and the Kazin swallowed it in his sleep and smiled. Louis went back for another load, and ran out of stamina before he could reach the puppeteer's flycycle. So he curled up on the flat construction plastic and closed his eyes. Safe. He was safe. He should have been asleep instantly, the way he felt, but something nagged at him. Abused muscles, cramps in hands and thighs, the fear of falling that would not let him go even now, and something more. He sat up. "No justice," he mumbled. "Speaker?" The Kazin was sleeping curled around himself, with his ears tight to his head, and his slaver weapon hugged tight to his belly, so that only the double snout showed. His breathing was regular, but very fast. Was that good? Nessus would know. Meanwhile, let him sleep. "No justice," Louis repeated under his breath. He was alone and lonely, without the advantage of being on sabbatical. He was responsible for the well-being of others. His own life and health depended on how well Nessus gulled the crazy, half-bald woman who was keeping them prisoner. Small wonder if he couldn't sleep. Still, his eyes found it and locked. His own flycycle. His own flycycle with the broken crash balloons trailing, and Nessus's flycycle here beside him, and Speaker's flycycle beside Speaker, and the flycycle with the human-shaped saddle and no crash balloons. 4 flycycles. Frantic for water, he
He'd missed the implications the first time round. Now, Tila's fly cycle. It must have been behind one of the bigger vehicles. And no crash balloons. No crash balloons. She must have fallen off when the cycle turned over, or been torn away when the sonic fold failed at Mach 2. What was it Nessus had said? Her luck is clearly undependable. And Speaker, if her luck had failed her just once, she would be dead. She was dead. She must be. I came with you because I love you. Bad luck, said Louis Wu. Bad luck you met me. He curled up on the concrete and slept. Much later, he woke with a jolt to find Speaker Two Animals looking down into his face. The lurid orange fur mask made his eyes doubly prominent, and there was a wistful look. Speaker asked, "Can you eat the Leaf Eater's food?" "I'm afraid to try," said Louis. The vast, echoing cavity of his belly suddenly made all his other problems trivial, except one. "I think that of the three of us, I alone have no food supply," said the Kazin. That wistful look. The hair stood up on Louis's neck. In a steady voice, he said, "You know you have a food supply. The question is, will you use it?" "Certainly not, Louis. If honor requires me to starve within reach of meat, then I will starve." "Good." Louis turned over and pretended to go back to sleep. And when he woke up, some hours later, he knew that he had been asleep. His hindbrain, he decided, must trust Speaker's word completely. If the Kazin said he would starve, he would starve. His bladder was full, and there was a stink in his nostrils, and his muscles ached obtrusively. The pit solved one problem, and the puppeteer's fly-cycle supplied water to wash the muck off his sleeve. Then Louis limped down a flight of steps to reach his own fly-cycle and first aid kit. But the kit was not a simple box of medicines. It mixed dosages on command and made its own diagnoses. A complex machine, and the zap guns had burnt it out. The light was fading. Cells with trapdoors over them, and small transparent panes around the trapdoors. Louis dropped to his belly to look into a cell. Bed, peculiar-looking toilet, and daylight coming through a picture window. "Speaker!" Louis called. They used the disintegrator to break in. The picture window was big and rectangular, a strange luxury for a prison cell. The glass was gone, but for a few sharp crystal teeth around the edges. Windows to taunt the prisoner, to show him freedom? The window faced the port. It was half daylight. The shadow of the Terminator was coming in from spinward like a black curtain. Ahead was the harbor. Cubes that must be warehouses, rotting docks, cranes of elegantly simplistic design, and one tremendous ground effect ship in dry dock. All rust-red skeletons. To left and right stretched mile after mile of twisting shore. A stretch of beach, then a line of docks, then a stretch of beach. The scheme must have been built into the shore itself. A stretch of shallow beach like Waikiki, then deep water meeting steep shore perfect for a harbor, then more shallow beach. Beyond, the ocean. It seemed to go on forever, until it faded in the infinity horizon. Tried to look across the Atlantic. Dusk came on like a curtain, right to left. The surviving lights of the Civic Center brightened, while city and dock and ocean merged in darkness. To anti-spinward, the golden light of day still glowed. And Speaker had copped the cell's oval bed. Louis smiled. He looked so peaceful, the Kazin warrior. Sleeping away his injuries, was he? The burns must have weakened him. Or was he trying to sleep away his growing hunger? Louis left him there. In the near darkness of the prison he found Nessus's cycle. His hunger was such that he choked down a food brick intended for a puppeteer gullet, ignoring the peculiar taste. The gloom had begun to bother him, so he turned on the headlamps on the puppeteer's fly-cycle, then hunted down the other fly-cycles and turned them on too. By the time he finished, the place was pretty bright, and all the shadows were intricate and strange. What was taking Nessus so long? There wasn't much entertainment in the ancient floating prison. You could spend just so much time sleeping, and Louis had used his quota.
You could spend just so much time wondering what the tange the puppeteer was doing up there before you began to wonder if he was selling you out. After all, Nessus wasn't just an alien. He was a Pearson's puppeteer, with a record a mile long for manipulating humans to his own ends. If he could reach an understanding with a presumed Ringworld engineer, he might abandon Lewis and Speaker right now, no hesitation. A puppeteer might have no reason not to, and there were two good reasons why he should. Speaker to Animals would almost certainly make some last-ditch attempt to take the long shot from Lewis Wu, to reserve the second quantum hyperdrive for Kazinti alone. A puppeteer could get hurt in the resulting battle. Safer to leave Speaker now, and to leave Lewis Wu, because he probably wouldn't stand for such a betrayal. Besides, they knew too much. With Tila dead, only Speaker and Lewis knew about the puppeteer experiments in guided evolution, the starseed lure, the fertility laws. If Nessus had been ordered to divulge such information, to gauge his crewmates' reactions, probably he had also been ordered to abandon them sometime during the trip. These were not even new thoughts. Lewis had been alert for some such action ever since Nessus had admitted to guiding an outsider ship to Procyon via starseed lure. His paranoia was justified in a way, but there wasn't a tange thing he could do about it. To save his mind, Lewis broke into another cell. He cut across suspected locks with his flashlight laser turned to high and narrow, and on the fourth try the door came up. A terrible stench came up too. Lewis held his breath, stuck his head and his flashlight laser in long enough to find out why. Someone had died in there after the ventilation had quit. The corpse was hunched up against the picture window with a heavy pitcher in his hand. The pitcher was broken. The window was intact. The cell next door proved to be empty. Lewis took possession. He had crossed the pit to get a cell with a starboard view. He could see the rolling hurricane directly before him. Its size was respectable, considering that they had left it 2,500 miles behind. A big, brooding blue eye. To spinward was a tall, narrow, floating building as big as a passenger starship. Briefly, Lewis daydreamed that it was a starship, hidden here in superb misdirection, and that all they had to do to get off the Ringworld was... It was thin entertainment. Lewis schooled himself to memorize the pattern of the city. It might be important. This was the first place they had found with any sign of a still active civilization. He was taking a break maybe an hour later. He was sitting on the dirty oval bunk, staring back at the eye, and... beyond the eye, well to the side, was a tiny, vivid gray-brown triangle. Lewis said softly. The triangle was only just big enough to be visible as such. It was set squarely in the gray-white chaos of the infinity horizon, which meant that it was still day there, although he was looking almost directly to starboard. Lewis went for his binoculars. The binoculars made every detail as clear and sharp as the craters of the moon. An irregular triangle, red-brown near the base, bright as dirty snow near the apex. Fist of God. Vastly larger than they had thought. To be visible this far away, most of the mountain must project above the atmosphere. The flycycle fleet had flown around 150,000 miles since the crash. Fist of God had to be at least 1,000 miles high. Lewis whistled. Again he raised the binoculars. Sitting there in the near darkness, Lewis gradually became aware of noises overhead. He stuck his head up out of the cell. Speaker to Animals roared, "Welcome, Lewis!" He waved at him with the raw, red, half-eaten carcass of something approximately goat-sized. He took a bite the size of a Chateaubriand steak, immediately took another, and another. His teeth were for tearing, not for chewing. He reached out to pick up a bloody-ended hind leg with the hoof and skin still on. "We saved some for you, Lewis. It has been hours dead, but no matter. We should hurry. The Leaf-Eater prefers not to watch us eat. He is sampling the view from my cell." "Wait till he sees mine," said Lewis. "We were wrong about Fist of God, Speaker. It's at least 1,000 miles high. The peak isn't snow-covered, Lewis, eat!" Lewis found his mouth watering. There has to be some way to cook that thing. There was.
He got Speaker to tear the skin off for him, then wedged the hoof of the beast into a broken stair, stood back, and roasted the meat with the flashlight laser turned to high intensity, wide aperture. "The meat is not fresh," Speaker said dubiously, "but cremation is not the answer." "How's Nessus? Is he a prisoner or is he in control?" "In partial control, I think. Look up." The spacer girl was a tiny doll figure on the observation platform, her feet trailing in space, her face and scalp showing white as she looked down. "You see? She will not let him out of her sight." Lewis decided the meat was ready. As he ate, he was aware that Speaker watched him without patience, watched as Louis Wu slowly masticated each small bite. But to Lewis, it seemed that he ate like a ravening beast. He was hungry. For the puppeteer's sake, they pushed the bones through the broken window to fall on the city. They reconvened around the puppeteer's fly-cycle. "She is partially conditioned," said Nessus. He was having trouble with his breathing, or with the smells of raw and burnt animal. "I have learned a good deal from her." "Did you learn why she mousetrapped us?" "Yes, and more. We have been lucky. She is a spacer, a ramship crewman." "Jackpot," said Louis Wu. Chapter 21. The Girl from Beyond the Edge. Her name was Hallerolo Hotrufan. She had been riding the ramship Pioneer, Nessus called it after slight hesitation, for 200 years. The Pioneer ran a 24-year cycle that covered 4 suns and their systems, 5 oxygen atmosphere worlds, and the ring world. The year used was a traditional measurement which had nothing to do with the ring world. It may have matched the solar orbit for one of the abandoned worlds. 2 of the Pioneer's 5 worlds had been thick with humanity before the ring world was built. Now they were abandoned like the others, covered with random vegetation and the debris of crumbling cities. Hallerolo had run the cycle 8 times. She knew that on these worlds grew plants or animals which had not adapted to the ring world because of the lack of a winter-summer cycle. Some plants were spices, some animals were meat. Otherwise, Hallerolo neither knew nor cared. Her job had nothing to do with cargoes. Nor was she concerned with propulsion or life support. I was unable to learn just what she did, said Nessus. The Pioneer carried a crew of 36. Doubtless some were superfluous. Certainly she could have done nothing complex nor crucial to the well-being of ship or crew. She is not very intelligent, Louis. Did you think to ask about the ratio of sexes aboard ship? How many of the 36 were women? She told me that. 3. You might as well forget about her profession. 200 years of travel, security, adventure. Then at the end of Hallerolo 8th run, the Ringworld refused to answer the Pioneer's call. The electromagnetic cannon didn't work. As far as telescopes could determine, there was no sign of activity at any spaceport. The 5 worlds of the Pioneer circuit were not equipped with electromagnetic cannons for braking. Therefore the Pioneer carried braking fuel, condensed en route from interstellar hydrogen. The ship could land, but where? Not on the Ringworld. The meteor defenses would blow them apart. They had not received permission to land on the spaceport ledge, and something was wrong there. Back to one of the abandoned home worlds? In effect, they would be starting a new colony world with 33 men and 3 women. They were hidebound prisoners of routine, ill-equipped to make such a decision. They panicked, said Nessus. They mutinied. The Pioneer's pilot managed to lock himself in the control room long enough to land the Pioneer on the spaceport ledge. They murdered him for it, for risking the ship and their lives, says Hallerolo. I wonder if they did not in truth murder him for breaking tradition, for landing by rocket and without formal permission. Louis felt eyes on him. He looked up. The spacer girl was still watching them, and Nessus was looking back at her with one head, the left.
so that one held the tasp. And that was why Nessus had been looking steadily upward. She wouldn't let Nessus out of her sight, and he dared not let her off the tasp's lovely hook. "After the killing of the pilot, they left the ship," said Nessus. "Then it was that they learned how badly the pilot had hurt them. The Chiltang Brone was inert, broken. They were stranded on the wrong side of a wall 1,000 miles high. I do not know the equivalent of Chiltang Brone in Interworld or the hero's tongue. I can only tell you what it does. What it does is crucial to us all." "Go ahead," said Louis Wu. The Ringworld engineers had designed Failsafe. In many ways it seemed that they had anticipated the fall of civilization, had planned for it, as if cycles of culture and barbarism were man's natural lot. The complex structure that was the Ringworld would not fail for lack of tending. The descendants of the engineers might forget how to tend airlocks and electromagnetic cannon, how to move worlds and build flying cars. Civilization might end, but the Ringworld would not. The meteor defenses, for instance, were so utterly fail-safe that Hallarilla Prillalar— "Call her Prill," Louis suggested. That Prill and her crew never considered that they might not be working. But what of the spaceport? How fail-safe would it be if some idiot left both doors of the airlock open? There weren't any airlocks. Instead, there was the Chiltang Brone. This machine projected a field which caused the structure of the Ringworld floor, and hence of the rim wall, to become permeable to matter. There was some resistance. While the Chiltang Brone was going— "Osmosis generator," Louis suggested. "Perhaps. I suspect that Brone is a modifier, possibly obscene." Air would leak through, but slowly, while the osmosis generator was going. Men could push through in pressure suits, moving as against a steady wind. Machines and large masses could be drawn through by tractors. "What of pressurized breathing air?" Speaker asked. But they made that outside, with the transmuters. Yes, there was cheap transmutation on the Ringworld. It was cheap only in great quantity, and there were other limits. The machine itself was gigantic. It would make just one element into just one other element. The spaceport's 2 transmuters would turn lead into nitrogen and oxygen. Lead was easy to store and easy to move through the rim wall. The osmosis generators were a fail-safe device. When an airlock fails, a veritable hurricane of breathing air can be lost. But if the Chiltang Brone broke down, the worst that could happen would be that the airlock would be closed to space, and incidentally to returning spacemen. "Also to us," said Speaker. Louis said, "Not so fast. It sounds like the osmosis generator is just what we need to get home. We wouldn't have to move the lyre at all. Just point the Chiltang Brone," he pronounced it as if it started with a sneeze, "at the ring floor under the lyre. The lyre would sink through the ring floor like quicksand, down and out the other side." "To be trapped in the foamed plastic meteor buffer," the Kazin retorted. Then, "Correction. The slaver weapon might serve us there." "Quite so. Unfortunately," said Nessus, "there is no Chiltang Brone available to us." "She's here. She got through somehow." "Yes." The magneto-hydrodynamicists virtually had to learn a new profession before they could begin to rebuild the Chiltang Brone. It took them several years. The machine had failed in action. It was partly twisted and partly melted. They had to make new parts, recalibrate, use elements they knew would fail, but maybe they'd hold long enough. There was an accident during that time. An osmosis beam, modified by bad calibration, went through the Pioneer. 2 crewmen died waist-deep in a metal floor, and 17 others suffered permanent brain damage in addition to other injuries when certain permeable membranes became too permeable. But they got through, the remaining 16. They took the idiots with them. They also took the Chiltang Brone, in case the new Ringworld turned out to be inhospitable. They found savagery, nothing but savagery. Years later, some of them tried to go back. The Chiltang Brone failed in action, trapping 4 of them in the rim wall. And that was that. By then, they knew that there would be no new parts available anywhere
on the ring world. "I don't understand how barbarism would come so fast," said Lewis. "You said the Pioneer ran a 24-year cycle?" 24 years in ship's time, Lewis." "Oh, that does make a difference." "Yes. To a ship traveling at one ring-world gravity of thrust, stars tend to be 3 to 6 years apart. The actual distances were large. Prill speaks of an abandoned region 200 light-years closer to the mean galactic plane, where 3 suns clustered within 10 light-years of each other." 200 light-years? Near human space, do you think? "Perhaps in human space. Oxygen atmosphere planets do not in general tend to cluster as closely as they do in the vicinity of Sol. Hallerolo speaks of long-term terraforming techniques applied to these worlds, many centuries before the building of the ring world. These techniques took too long. They were abandoned halfway by the impatient humans." "That would explain a lot. Except... no, never mind." "Primates, Lewis? There is evidence enough that your species evolved on Earth, but Earth might have been a convenient base for a terraforming project aimed at worlds in nearby systems. The engineers might have brought pets and servants, like apes and monkeys and Neanderthals." Lewis made a chopping gesture. "It's just speculation. It's not something we need to know." "Granted." The puppeteer munched a vegetable brick while he talked. "The loop followed by the Pioneer was more than 300 light-years long. There was time for extensive change during a voyage, though such change was rare. Prill's society was a stable one." Why was she so sure that the whole ring world had gone barbarian? How much exploring did they do? "Very little, but enough. Prill was right. There will be no repairs for the Chiltang Brone. The entire ring world must be barbarous by now." "How?" "Prill tried to explain to me what happened here, as one of her crew explained it to her. He had oversimplified, of course. It may be that the process started years before the Pioneer departed on its last circuit." There had been 10 inhabited worlds. When the ring world was finished, all of these had been abandoned, left to go their way without the benefit of man. Consider such a world. The land is covered with cities in all stages of development. Perhaps slums were made obsolete, but somewhere there are still slums, if only preserved for history. Across the land one can find all the byproducts of living: used containers, broken machines, damaged books or film tapes or scrolls, anything that cannot be reused or reprocessed at a profit, and many things which could be. The seas have been used as garbage dumps for 100,000 years. Somewhere in that time, they were dumping useless radioactive end products of fission. How strange is it if the sea life evolves to fit the new conditions? How strange if new life evolves capable of living on the garbage. "That happened on Earth once," said Lewis Wu. "A yeast that could eat polyethylene. It was eating the plastic bags off the supermarket shelves. It's dead now. We had to give up polyethylene." Consider 10 such worlds. Bacteria evolved to eat zinc compounds, plastics, paints, wiring insulation, fresh rubbish, and rubbish thousands of years obsolete. It would not have mattered but for the ram ships. The ram ships came routinely to the old worlds, seeking forms of life that had been forgotten or that had not adapted to the ring world. They brought back other things, souvenirs, objets d'art which had been forgotten or merely postponed. Many museums were still being transferred, one incredibly valuable piece at a time. One of the ram ships brought back a mold capable of breaking down the structure of a room temperature superconductor much used in sophisticated machinery. The mold worked slowly. It was young and primitive and, in the beginning, easily killed. Variations may have been brought to the ring world several times by several ships, until one variation finally took hold. Because it did work slowly, it did not ruin the ram ship until long after the ram ship had landed. It did not destroy the spaceport's Chiltang Brone until crewmen and spaceport workmen had carried it inside. It did not get into the power beam receivers until the shuttles that traveled through the electromagnetic cannon on the rim wall had carried it everywhere on the ring world. Power beam receivers?
Power is generated on the shadow squares by thermoelectricity, then beamed to the ring world. Presumably the beam, too, is fail-safe. We did not detect it coming in. It must have shut itself down when the receivers failed. Surely, said Speaker, one could make a different superconductor. We know of 2 basic molecular structures, each with many variations for different temperature ranges. There are at least 4 basic structures, Nessus corrected him. You are quite right. The ring world should have survived the fall of the cities. A younger, more vigorous society would have. But consider the difficulties they faced. Much of their leadership was dead, killed in falling buildings when the power failed. Without power, they could do little experimenting to find other superconductors. Stored power was generally confiscated for the personal use of men with political power, or was used to run enclaves of civilization in the hope that someone else was doing something about the emergency. The fusion drives of the ram ships were unavailable, ich mach grad bisschen Story da. as the Chiltang Brones used superconductors. Ha? Men who might have accomplished Ja, something na, could nicht not leveln, meet. also. The computer that ran the electromagnetic cannon was dead, and the cannon itself had no power. Story, normal, aber Lewis said, "For want of a nail, the kingdom fell." der know the Char story. ist It is 75. Ne? not strictly applicable, said Nessus. Something could have been done. There was power to condense liquid helium. Was tut sich bei dir so? With the power beams off, the repair of a power receiver would have been useless, Ich hab schon einen but a hochgelevelt Chiltang wieder. Brone could have been adapted Aber to a naja. metal superconductor cooled by liquid helium. A Ist nicht mehr Chiltang das, Brone was would es have mal war. given access to spaceports. Ships might have flown to the shadow squares, reopened the power beams so that other liquid helium-cooled superconductors could be adapted to the power beam receivers. But all this would have required stored Ja, power. ein Schurke auf The dort, power meine was ich. Ne? used to light street lamps, or to support the remaining floating buildings, or to cook meals and freeze foods. And so the ring world fell. And so did we, said Lewis Wu. Yeah, Ja, ich höre dich kaum. Zeit zu sterben. Hast schon wieder we kaputt were lucky gemacht to run alles. across Halleraloprillalar. She has saved us a needless journey. There is no longer Hast du's any in den need to Mund continue genommen, toward oder the was? rim wall. Lewis's head throbbed once, hard. He was going to have a headache. Lucky, said Speaker to Animals. Indeed. If this is luck, why am I not joyful? We have Same. lost our goal, our last meager hope of escape. Our vehicles are ruined. One of our party is missing in this maze of city. Jawohl. Dead, said Lewis. When they looked at him without comprehension, he pointed into the dusk. Tila's fly cycle was obvious enough, marked by one of 4 sets of headlamps. He said, "We'll have to make our own luck from now on." Yes, you will remember, Lewis, that Tila's luck is sporadic. It had to be, else she would not have been aboard the Lyre. Else we would not have crashed. The puppeteer paused, then added, "My sympathies, Lewis." She Und will was be tut sich missed, sonst bei Speaker dir? rumbled. Lewis nodded. It seemed he should be feeling more, but the incident in the ice storm had Jetzt höre ich dich, ja. Was hast du gesagt? Besser? Was sich sonst bei dir tut. Nicht viel, alles okay. Okay. Du hast jetzt am PT, oder was? Ja, ja. Cool. Mal anschauen. Auf dem englischen Server. Achso, am Englischen. Ich hab dich hier mal gesehen, dass du so eine Gruppe gesucht. Für Schreckenspalast, oder was? Gerade in da beim Leveln. Ja, okay. Willst du Black Talon machen? Hast du Bock?
Was ist ganz keine? Warte. Ruf die Krankenschwester. Ich Was? Ah, Black Teller Hier nicht. ist die. Nett. Schade, dass ich den Char nicht anschauen kann am englischen Server. Ich, Kannst du ihr mal habt im Stream schauen. Teller. Aus. So. Das ich, Komm doch auf deinen englischen Server, Insight, komm. Nee. Doch, da spiele ich auf Insight. Warnung. Sekundäre Energiesysteme beschädigt. Unwichtige Systeme eventuell inoperabel. Den Char habe ich heute Morgen erstellt, der ist jetzt Level 31. Ich kann dir auch ein Startkapital geben. Ich will einen echten So, Kampf. sehr schön. Ich will einen echten Kampf. Da packt wieder was um da um. Gar nicht schlecht. Ich will einen echten Kampf. So, Endboss. Was sind wir runtergestoßen worden beim Ikoral? ihr hättet uns niemals angreifen sollen. Ihr hättet uns niemals angreifen sollen. Imperiale Arroganz kennt keine Grenzen. Ich will einen echten Kampf. Ich habe schon stärkere Gegner besiegt als euch. Gar nicht schlecht. Hier spricht der Captain. Falls ihr mich hören könnt, wir brauchen euch auf der Brücke. Gar nicht schlecht. Willst du was machen? Ha? Willst du was machen? Ja. Ja, warte, ich bin gerade voll im Ding, ne? Schadensberichte von allen Im Kampf Decks. grad Noch da. haben wir uns, aber ich Willst weiß du nicht, noch wie lange machen? noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Enttäuscht uns nicht. Alarmbereitschaft. Großmoff Kilruns Abgeordneter ist zurück. Wie ich sehe, habt ihr euch um den Angriff der Republik gekümmert. Gratuliere. Ding, ne? Schadensberichte von allen Im Decks. Kampf grad Noch da. haben wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Das ist keine Art, eine Höhergestellte zu begrüßen. Enttäuscht uns nicht. Verzeiht mir. Willkommen zurück auf der... Wir haben... Eine Über Bitte durchstellen, Fähnrich.
Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Sehr erfreut. Ich bin froh, dass ihr Na zur bitte. Vernunft kommt. Lasst uns diesen Konflikt gemeinsam beenden. Die Brental Star steht unter meinem Schutz. Weil, weißt du Mein wieso? Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star Weil voraus. ich glaube auf Wir stoßen wieder zusammen. dem Ich habe gerade englischen erst 3 Server würden imperiale wir ein Schlachtschiffe vernichtet. 4er Ranked Ich Team möchte euch nicht gestellt töten. kriegen, verstehst du? Der Frieden zwischen der Republik und dem nee, Imperium das macht ist nicht. zerbrechlich. Doch, Alter. Komm, mach mit. Da gibt's die Nein. neuen Mats zuhauf. Gibt's da die neuen Mats. Wir brauchen Was nur tue ich jetzt auf einem englischen Server? aber nicht Solo-Ranked, nur 4er, verstehst du? Und ich stelle das Team zusammen. Du wärst ein Mitglied. Ich schaue, dass ich nur coole Leute Ja, da rauskriege. ist überhaupt kein Chart drüben. Ja, komm, dann leveln wir ein. Nein, sicher nicht. Wieso nicht? Was spricht dagegen? Okay, gut, dann spielen wir auf dem deutschen Server PvP. Oder was meinst du? Was willst du machen? Ja, irgendwas können wir laufen, aber... Hab da noch nix so viel. Mir geht es nicht um Politik. Da seid ihr bei mir an der Ja, falschen also wir Adresse. können auch auf Inside Selbst spielen. Mandalorianer achten das Leben. Wenn du willst, Das wo hat ist denn nichts dein mit Main? Politik zu tun. Auf Rap-Seite. Solche Vorfälle Bei eignen sich Koino, in der ganzen oder wie? Galaxis. Aber nur, wenn wir es zulassen. Nee, ich habe jetzt da Überlasst die mir ISIS. Brental Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer Und was und ist Frauen das an genau Bord für ein werden Schaf? euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Schatten. Und Was? ihr werdet besiegt. Schatten auf dort. Ach so. Muss das Gejammer sein? Ihr habt eure Position deutlich gemacht. Aber macht euch auch bereit, einem Jedi entgegenzutreten und überlegt, was Ja, das oder Schatten bedeutet. auf Dotskillung. Sind auf Jägerentfernung. Die Brental Star startet die erste Staffel. Wir sollten dasselbe tun. Ich nehme an, ihr führt die Enter-Mannschaft an, die den General Bist du sucht. fertig mit So. deinem Zeug? Jetzt zeigt sich, aus welchem Holz Kopfgeldjäger geschnitzt So ist es spät. Ich muss noch was essen und dann was Ding. Also am Flashpoint oder sowas. Daher habe ich ein paar Versorgungsgüter aus dem Laderaum für euch. Kommen wir mal auf die Irgendwer Flotte. auf Drum und Kars wird vielleicht... Da steht jetzt wieder ein Mob. Jan, ich... Nix bullen. So, bin mal auf die Flotte. Mit was bist du gerade online? Mit Saber Ah, warte mal, warte. Der liegt ja gar nicht in der Freundesliste. Nee, da habe ich dich gar nicht. Ich bin nicht online. Ach so, ich habe ja gefragt, mit was bist du online, ne? Aber ich habe dich da, Sabertooth. ich habe dich da trotzdem nicht in der Freundesliste. Nee? Nee. Ja, was? Dann füg mich hinzu. Ha? Dann füg mich hinzu. Ja, ich muss dich erst einmal suchen. Bin noch da. Du musst du mal online kommen, ne? Ich bin online. Saber? Aber ich finde nichts Saber. Such nach Zahn auf Englisch. Tuch. Auf dem A von Saber habe ich ein Sonderzeichen drauf. So.
Ja, genau. So, da bist du schon. Dann liest uns mal für PvP, Gogo. Nee, ich bin nicht PvP geskillt. Doch. Das ist ja Ich bin frech. jetzt aber nicht PvP geskillt. Das ist ja frech, lädt er mich ein und will nicht mal das machen, was ich mir wünsche. Wie frech. Da muss ich umskillen, warte. Das. Das. Du hast Zeit, ich will eh noch was basteln. Hast du mich gehört? Ja. Okay. Verstehst du mich so? Ja, ganz schlecht. Aber du verstehst die Worte oder nicht? Ja, so leise, ein bisschen verrauscht und verschwommen. Ja. So, Gefechtsgeschicke, ja, das passt. Relikte, taktisches Item gewechselt, passt doch. Okay, kannst listen. Nein, kann ich nicht. Aber ich bin eh nicht bereit. Warte noch mit Listen. Hast du das noch nicht gewusst? Dass ich nicht listen kann. In der Aufstellung, in der wir gerade sind. Ich hab dich nicht gehört. Ich kann, so wie wir da gerade in der Gruppe sind, kann ich nicht listen. Wieso? Ganz einfach. Ich habe nicht den Lied. Ja, dann liest dich, warte. Wie weit bist du schon galaktisches Kommando? Also mit dieser galaktische Saison meine ich da. Ach so, ja. Stimmt, das können wir auch noch machen, wenn du willst. Ja, habe ich schon. Ich bin 26 jetzt da. Einmal was verpackt, einmal ist nicht gegangen und lauter so Scheiße auch passiert. Ich habe einmal nicht gemacht, oder was? Aber dass du meine ISIS nicht kennst, keine Ahnung. Wo stehst denn du überhaupt? Bei den Flashpoints. Wollen wir nebenbei ein bisschen Flashpoints farmen? Nee, das ist scheiße. Ja, aber hier auf dem deutschen Server gehen die Invites so lange. Komm, da kriegen wir schon 1-2 Busse gerissen. Nee, da müsste ich dauernd hin und her skillen, das geht ja, ist ja blöd, ne? Nein, du musst doch nicht hin und her skillen. Das kannst Ja, du ja gar nicht, sicher. solange du gelistet bist. Eben. Ja, eben. Wieso solltest du dann hin und her skillen? Hä? Macht ja keinen Sinn. Ja, ich habe eine Skillung auf PvP und ich habe eine Skillung auf PvE, ne? Du kannst doch mit der PvP-Skillung auch kurz im Meister-FP mit mir laufen. Das ist doch nicht so schwierig. Nein, das ist deppert. Also, das wäre eine schöne Einkommensquelle für Tech-Fragmente. Brauchst jetzt der Tech-Fragmente. Das Ding haben willst. Ja, Ich habe heute okay. endlich den Char perfekt. Ja, was? Der hat jetzt da genau 110% Präzision. Sehr schön. Das hat mir immer gefehlt. Davor hat es ja 10,01%. Das 0,1 hat mich gestört. Es geht eh schon wieder nichts so. 2 so Kriegsgebiete mache ich, aber dann Komm, muss ich was lass essen uns gehen. nebenbei ein bisschen laufen. Bitte. Nee, Ich porte dich vor den Eingang, okay? Lass uns Artist laufen. Das ist easy. das geht nicht gescheit. Hier, Ich halte die Quest, okay? sogar wir haben die dass der aber jetzt das was abnimmt.
Wer muss denn in der PvP-Skillung und mit einem anderen taktischen Item kämpfen? Das ist deppert, ne? Ja, puh, ist das so schlimm? Ja, das ist so schlimm. Nein. Veto ist nicht so schlimm. Ich hab recht. Komm, nimm an. Nein. Du Stinker. Käse. Außerdem habe ich da weniger Leben, alles, ja. Komm jetzt. Wenn ich sage nein, ist nein. Artis, die können doch alle nichts da drin. Ich mag nicht so lange einfach nur rumstehen. Komm schon. Ah! Okay, dann halt nicht. Dachte, das wär angenehm, so ein bisschen Techfragmente nebenbei zu fahren. Angenehm, ja, das ist. Ja, aber wieso Das denn? eine geht mit der schnellen Eskalation und das andere ist zweifache Ärger, ne? Hä, was? Ja, aber ich hab halt immer dasselbe Setup, egal ob ich PvE oder PvP Das ist nicht gehe. dasselbe Setup. Uiuiui, so schlimm. Außerdem habe ich da Schattenschleier nicht, ne? Ja. Das macht aber nicht so viel aus im PvE. Ich denke das ja eh. Ja, gerade im PvE, weil das erhöht deinen Rüstungswert. Im PvP brauche ich es nicht so, ne? Ja, aber eben, ist ja nicht so wichtig. Wir haben ja nie so wirklich so die großen Probleme gehabt bei den ATs und so. Gerade im Mimo. War ja nie wirklich so schwierig, da kommt es gar nicht darauf an. Weiß nicht, was dein Problem ist, das schaffen wir auch so, ohne die paar Prozente. Sind da nicht relevant. Ehrlich. Du hast da eine irrige Annahme von der Realität gerade, mein Freund. Aber ich Außerdem akzeptiere habe ich das. ja da keinen starken Gefährten, ne? Ah, ich schenke dir ein Geschenk, wenn du willst. Nee. Ja, komm, ehrlich, die paar Ich bin Millionen mal froh, kannst wenn du ich das nicht. jetzt da normal hochlevel mit dem. Nee, ehrlich, komm, ich schenke dir ein Geschenk. Komm mit. Ich brauche jetzt kein Geschenk. Ah, du bist so ein Stinker, ey. Nicht böse gemeint, Entschuldigung. Ich mag dich, ist okay, so wie du bist. Aber manchmal verstehe ich die Logik hinter deinen Gedanken nicht ganz. Sammelt eure Aber das ist ja Kräfte. normal. Man muss ja nicht alles verstehen. Du ist alles perfekt. Ich habe da nicht einmal HK, ne? Und ich mit Nicole gesagt habe, ja, gehen wir mal HK suchen. Ne? Die hat das noch nie gemacht. Aber du hast doch den komischen Darth Hexit. Den kannst du dir zurückfordern. Den habe ich aber noch nicht. Selbst für den gibt es eine Story. Sicher hast du den. Den kannst du über die Sammlungen zurückfordern. Ja, das geht. Es gibt auch andere Viecher auch. Ja, aber Darth Hexit ist Ich habe richtig sogar alle stark. Viecher. Darth Hexit ist richtig stark. Ja, ich würde dir ein Geschenk geben, aber wenn du nicht willst. Warum geht denn da nichts raus? Das gibt's ja nicht. Auf dem Ami-Server gehen die Pops richtig gut. Hier gar nicht. Aber komm mal her, schau dir meinen Char an. Komm, dann lass uns lieber was zu zweit laufen. Schön Flashpoint, okay? Ich mag hier nicht ewig rumlaufen. Ich helfe euch wieder auf die Füße. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist Sonntag und es geht nicht raus. Das ist auch seltsam. Einmal habe ich dich, glaube ich, schon im PvP gesehen. War das schon? Ah ja, stimmt. Ich helfe euch wieder auf die Füße. Die grüne. Grüne, denke ich mal. Ja, gefällt mir. Ich glaube, die ist mir aufgefallen. Ich erinnere mich schwammig, ja. Ich fand das mega hübsch gemacht. Ich habe die Grüne auch auf der Imp-Seite. Und perlemianischen Handelsstraße Handelsstraße wurden vermehrte Piratenaktivitäten Ist genau dasselbe. Ja, Es aber wird das empfohlen, Setting in und Konvois das Licht zu und reisen. So, es ist ganz anders. Hier. Ja, also, Hier passt sie viel besser hin. die Casts sind auch anders, ja. Ja, Das habe ich ja natürlich dann nicht, ne? Ja, Dafür
nehme ich das Fokusritual von die Ja, Mirilala, ne? ja. Ich finde, das schaut besser aus. Ich spiele beide auf gut. Jetzt habe ich gekauft ihr das neue Flair mit der opulenten Aristokratie. Aber ey, Alter, es ist nicht immer klug, die gute, und es ist auch nicht immer gut, die helle Seite Punkte Antwort zu nehmen. Du musst da echt ein bisschen mehr aufpassen. Das story-relevante Entscheidungen musst du manchmal mehr nach Sinn machen und nicht einfach nur hell-dunkel. Das ist echt Okay. wichtig, Alter. Kleiner Keck, du. Nee. Och, Alter, setz mal dein Hirn ein, Alter. Mal Hirn einschalten. Nee. Ah, du bist einfach nur faul Muss und gut zack, sein. Alter. Einfach nicht nachdenken, einfach nur tun, Alter. Einfach nur tun. Nicht nachdenken, so ist das bei euch, ehrlich. Die jungen Leute hier. Ich Schlimm. Schau, Ja, das heißt Macht im Gleichgewicht, nicht Todesfeld. Oh shit. Ja, was ist mit dem los, Alter? Warte, ich zeig dir was. Kommen wir mal. Wo kann man ein Duell machen? Auf meiner Festung. Schau mal, ich habe meine Festung ein bisschen geupgradet. Ah, du hast schon Schlüssel zu meiner Festung. Komm auf meine Festung. Ja, genau. Ich will dir nur was zeigen, was an dem Char so geil ist. Ja, okay. Warte, jetzt kommt die Invite. Okay. Echt? Haben wir Ja. Invite gekriegt? Oh, Ja, geil, gehen wir rein, komm noch rein, rein. schnell. Ey, Solo-Ranke geht mit Heilern auf, falls du Lust hast. Wollen wir Bäh. Solo-Ranke machen? Das mache ich nicht. Ey, Habe ich noch nie gemacht da. ey, komm, aber du bist Ich hab noch du bist mein emotionaler Support. Ich liste mich nachher, ist okay? Du willst wirklich ins Rank mit mir reingehen. Ja. Mit einem Dodge-Schatten. Dort Wächter. Ach so, du. Weißt Sind du, da nicht lauter Kommandos oder was unterwegs? Ja, PTs und Kommandos und so. Ja, du ist scheiße, Alter. Da bin ich gleich hin, Alter. Ja, eben, ich glaube, das solltest du schon mit deiner Main-Klasse kommen. Ja, das ist jetzt meine Main-Klasse. Ja, Aber die das ist Klasse, halt wo du Stoffi Erfahrung hast, und meine das ich andere damit. ist deppert gestunnen, ne? Da brauchst 4 Leute. Ja, dort Schatten ist in der Arena nicht gerade das gelbe von. Ja, genau. Da kriegst du eine auf die Schnauze, aber was? Ne? Ja, das stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Da solltest du was anderes nehmen. Ich glaube, First Wächter wäre gar nicht mal so schlecht mit deiner Koino. Wenn du die auspacken würdest. Die hätte einen guten Stand mit einem schönen Gear. Wird sie sicher, glaube ich, gut dastehen. Hast du mich verstanden, was ich gesagt habe? Ja, aber lass mal. Okay, Ihr habt ja keinen Bock auf. würdest du mir ein bisschen emotionalen Support leisten, wenn ich mich gleich liste nachher? Okay, gehst du links oder rechts? Ich gehe links, geh du rechts. Normal, wenn ich alleine bin, gehe ich immer links. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, was kommt. Okay, dann geh du links, ich gehe rechts. Nein, jetzt gehe ich rechts. Okay. Wie du meinst, dann bin ich links. Aber ich verschiebe, je nachdem. Wir müssen schauen. Ja, da kommt einmal nix, da kommt einmal einer. Bei mir ist keiner, Alter, wirklich. Sie sind so deppert, Alter, wirklich. Alle auf eine Seite gegangen, ja. Das sind 3 Leute, ja. Ich bin der Einzige, der Vierte gerade. Und wir haben 4 da, ja. Sie passen nicht auf, ne, das ist eh klar. Ja, ich lebe noch, aber nicht mehr lange, jetzt werde ich gefokust. Linke Seite kann ich noch ein bisschen halten. Ja, passt schon. Ich komme. Nee, bleib du rechts. Linke Seite ist gut. Bleib du rechts. Okay. Oh nein, wir brauchen doch Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir haben da nur mehr 2 Leute. Wir brauchen Hilfe. Ah, scheiße.
Warte, es kommt eh schon Verstärkung rüber. Ah nein, ich schaff's nicht mehr. Fuck. Naja, sag's. Du musst sagen. Nein, bleib drüben, ja, sondern komm, Ja, ne? ich weiß. Ich hab ja nach der Hälfte hab ich gesagt, es war eigentlich gut, dass wir waren zu dritt und plötzlich stand ich alleine da. Dann habe ich noch 20, 30 Sekunden lang aufgehalten, 30% HP, aber in einer Sekunde oder so konnte ich das nicht mehr unterbrechen. Ich hab grad hinten die Dinger da. Sag mal Grasmann, der will mir helfen. Und die kommen schon wieder durch. Den Tod. Kommt das ganze Ding durch. Okay, passt. Bin auch wieder da. Verbündeter ist unschlagbar. Feind ist unschlagbar. Ja, passen die überhaupt auf? Nein, ne? Also meiner Seite war das jetzt nicht. Wir waren beide auf der gleichen Seite. Das war Ja, das, Hülle instabil. Reaktorkern wir hätten uns getroffen. beide besser verteilen müssen. Evakuierungsprotokoll initiiert. Los, Angriff. den Heiler da auf grad. Aufzüge zur Brücke Ich begeben. gehe gerade vor die Ja, Tür. ich bin runter. Angreifer in der Frachtrampe. Schlagen Sie sie zurück und entschärfen Sie alle Sprengsätze, die Sie an den Türen angebracht haben. Sie schaffen das. Da trippt schon wieder einer. Fuck, der hat uns. Scheiße. Schau, was ich konnte, aber das hat nicht gereicht. Verbündeter ist unschlagbar. Trippt schon wieder einer. Kommt da nicht dran. Oh ja, passt. Haben sie. Ja, die tappen. Das ist der Aufwand. Das ist ja der Gras, Mann. Autorisierte Waffen Hab ich ja noch gar nicht gesehen, mein Freund. Aber die haben schon wieder drüben getippt, ja. Es ist unglaublich, ja. Feind ist unschlagbar. Sicherheitscode angenommen. Datenkernübertragung eingeleitet. Oh. Wird heruntergeladen. Bitte warten. Wo gehst du hin? Wo soll ich hingehen? Geh mal rechts, beide. Okay. Ist das nicht ein Riesenspaß? Als Angreifer Weil normal gehen immer links die Schlecker, ne? erobern. Überbrücken Sie ein Sicherheitsterminal, um die erste Tür zu öffnen. Da steht einer. So, und jetzt machen wir die fertig da bei der Tür.
Es kann durchkommen. Stinkige Grasmann besiegt mich aber. Wenn ihr Grasmann bitte fokussen. Einfach aus Prinzip. Bin auf Grasmann. Bin tot. Ist unschlagbar. Feind ist unbesiegbar. Da ist der Heiler. Sind in der Bubble. Ist geplatzt. Ich bin in der Tarnung. Medipack ist nicht da. Ja, keine Chance. Weißt du, was uns massiv fehlt? Und was die anderen haben und die anscheinend gar nicht. Ein Heiler. Ja, ein Heiler. Das fehlt uns gerade massiv. Ein richtig guter Heiler. Jetzt habe ich die einzige Heilung, die ich kriege, ist noch mein Zell und wovon ich. Ja, dich durch mein Sorgen, ne? Ja, was ist? So, ich will mal schauen, wie die Heilerstatistik aussieht. Herunterladen abgeschlossen. Bei uns war nix. Und der eine, den sie hatten, der war eh grottenschlecht. Das war knapp. Ihre Niederlage wurde zur Kenntnis genommen, aber dabei sein ist alles. Ja, Und das Gens hat Szenario gehalten. beendet. 4 Todesstöße, ne? Ja, okay, wir hatten 2 Heiler dabei, aber die haben mich irgendwie komplett ignoriert. Die haben ziemlich viele von uns komplett ignoriert, hatte ich das Gefühl. Ja. Die haben auch insgesamt nicht so viel gedrückt. Ich gebe dir noch den MVP, easy, oder? Hey, du Jo. hast fast genau gleich viel Schaden gemacht wie ich, ziemlich genau gleich viel. Krasse Sache. Ja, jetzt Dotter halt, ne? Ja, klar, klar. Da Muss kannst sagen. du den Spread machen, ne? Ja. Und einen schönen Fokus hat sie auch. Jo, natürlich. Ich kenn's. Ich spiele ja auch Vor allem Dotter. die Klasse. Ja, liest man noch einmal.
Letztens hatte ich immer Grasmann in eigenen Team. Schau mal, hier oben habe ich ein bisschen was hingestellt. Fällt dir auf, zwei Sachen haben sich geändert. Der Meister Gnostural. Ja, und hier vorne in der Eingangshalle habe ich auch noch 2 Dinge, also vier Sachen aufgehängt und ein paar Sachen weggenommen. Hier? Ja. Ja, ich habe mir endlich den Erfolg geholt von der ewigen Meisterschaft. Ne? Ich habe hier oben über die Türen habe ich das Feuer aufgehängt. Das ist ein bisschen unscheinbar. Siehst du das Feuer? Um ein bisschen mehr Dschungelstimmung aufkommen zu lassen. Und da unten habe ich auch noch ein bisschen mehr dekoriert. Schau mal. Damit die Duelle interessanter werden. Wart, Invite, gehen wir rein. Jo, machen wir. Was ist das? Hä? Der Scheiß wieder. Siehst du, jetzt haben wir Grasmann, ne? Was gehen wir? Hä? Verstehst du mich so? Da ist er, Grasmann. Hörst du mich gerade? Ja, ganz schlecht. Aber so würdest du mich verstehen. Oder gar nicht. Weil ein bisschen verstehen ist besser als gar nicht. Verstehst du, was ich sage? So ganz leise bist du. Hier, schau mal. Isis. Schau mal her. Na, andere Schwerter hast du so. Schau mal her, Isis. Ja, ich sehe es eh. Das ist nicht anders, aber andere Schwerter hast. Wie findest du meine Tunings? Eine außergewöhnliche Kombination, aber mir gefällt's. Okay. Ne, ich habe das von Dracula schon seit ewigen Zeiten, ne? Schau mal, wie findest du aber die Kombination? Kennst du die Tunings, die ich habe? Nee. Ich habe das Schreckenssaat, das mit dem Rucksack und den rot leuchtenden Augen, oder? Dann Okay. habe ich noch die Schneeflocke mit dem Schneeregen. Siehst du, es schneit gerade um mich herum. Ja, ja. Krasse Kombination, oder? Ich renn dir nach, ich gebe ihm die Tarnung. So. Okay, da kommen schon die Idioten. Da hinten rennt er. Krieg ich. So. Hab ihn. Jetzt sind das wieder 2 geschossen. Wo brauchst du Hilfe? Ja, klar. Wo bist du? Ich bin jetzt tot. Führen wir? Ja, wir führen. Sehr gut. Dann ist das kein nutzloser Tod. Kontrollpunkte wurden deaktiviert. Bleibt wachsam. Kampfmodifikationen verfügbar. Holt sie euch! Kontrollpunkte wurden aktiviert. Ich habe das Blaue. Wo bist du? Ich
Ich bin jetzt bei Flugzeug. Schnapp mir das Medikit und komm wieder rein. Der nächste ist dort. Hau rein, die Scheiße, komm. Ja, jetzt kann ich. Der kommt nicht mehr weg. Nice. Erstmal recken. Konzentriert bleiben. Immer noch ein Kampf. Also ich bin full weg. Kampfmodifikationen wurden platziert. So, ich muss mich raustarnen, hinter mir ein Schleicher. Neue Kontrollpunkte sind aktiv. Geschütz. Grasmann hat das Rote. Ich komme. Geschütz ist safe. Kannst zergen. Ich muss mich hochheilen. Okay, ich bin voll. Geh wieder raus. Wir haben schon über 400. Ja, da ist ein Zerg. Hab ihn. Tot. Bin eh bei dir. Nice. Bin hinter dir. Da rennt ein Schatten. Sie haben mich im Standlock getötet, ich tue gar nichts machen, sorry. Warten wir auf die nächste Runde. Fahr dich raus oder so, weit weg. Kontrollpunkte deaktiviert. Haltet 24 Sekunden. Kampfmodifikationen sind Scheiße. Beeilung. Ganz knapp verloren. Aber die machen auch nichts, die können nichts. Neue Kontrollpunkte sind aktiv. Bin in Gegner-Ding drinnen. Die haben ein rotes. Trupp Violett gewinnt. Das verdient eine Auszeichnung. Der Rest von Puh, wo bist du? Ja, ich bin gerade einem Heiler hinterher gerannt und wollte ihn unbedingt abstechen. Und weißt du was? 4 Todesstöße, 5 Todesstöße, ja, passt. Ja, ich habe ihn auch getroffen. Ich habe ihn abgestoppt. Die haben nur gezergt und haben gewartet, bis in der Überzahl ist und dann haben sie dich zu Tode gestunt, ne? Ja. Was anderes haben die nicht gemacht, also die haben nicht Objective gespielt. Ja, die konnten nicht, weil wir halt die Objectives halt gesaved haben. Die wollten schon, aber wir haben die weggemacht. Wir waren stärker. Unsere Leute haben mehr Schaden gemacht. Ja, kann man noch mal spielen.
Ja, das wollte ich da zeigen. Das ist das Geile eigentlich. Schau her. Ist wurscht. Du hast ja voll das schöne Flair, ey. Da kann ich nie mithalten, ey. Ja, der hat nur 60 Mille gekostet, ich Trottel, hab das heute gekauft. So. Und schau her, mach jetzt nichts, ja? Ah, warte mal kurz, warte noch kurz. Ich habe Titel, die einfach leer sind. Ich zeig dir was, nimm das Duell an. Was heißt das Botschafter, Kommandantin und Großturin? Was? Großturin, Deszendentin, die zuverlässige. Was sind das für komische Titel, die kenne ich gar nicht. Was meinst? Titel, die ich habe. Weiß ich nicht. Ich brauche irgendeinen guten Titel und ich weiß nicht welcher gut ist. Ich habe keine Ahnung, ey. Ah, shit. Kannst du mir irgendeinen guten Titel sagen, den ich habe? Herrin der Ozeane. Herrin der Ozeane, hä? Ja, ich nehme das Classic. So. Herrin der Ozeane, ja. Du willst nicht wissen, was du alles machen musst dafür, ne? Nee, mir geht's eher um Kills oder sowas, weißt du, irgendwas. Ja, Menschenjägerin, ne? Ja, sowas. Das habe ich jetzt drin. Das bin ich jetzt geworden erst. Ja, ich habe das schon seit Jahren. Ich habe ja davor nicht PvP gemacht, ne? Für So mich viel. müsste es eigentlich einen Titel geben mit mal 10 oder noch mehr. Also ich habe wahrscheinlich schon Millionen Leute abgeschlachtet in diesem Spiel. In White? Bin wahrscheinlich auch schon 1 Million Mal verreckt insgesamt. Kann ich mir gut vorstellen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Verteidiger, willkommen bei der Voidstar Kampfsimulation. Ihr Feind ist hinter dem Datenkern des Schiffs her. Halten Sie ihn auf. Möge die Simulation beginnen. Schon wieder Verteidiger. Ich bin lieber zuerst einmal Angreifer. Ich finde Verteidiger einfacher zu gewinnen. Wo gehst du hin? Ich gehe mich mit dir duellieren. Nee, links oder rechts. Du hast was Verseuchtes am Buckel. Die Schreckensaat. Das ist meine Antwort.
Okay, ich gehe auf die andere Seite. Das ist Boxy. Okay, Boxy ist gestunt. Gute Nacht. Alle tot. Andere Seite. Ja, warte, da kommen jetzt alle rüber, ja. Ich muss dort bleiben. Ich gehe mal rüber. Komm zu dir. Ich bin bei der Tür. Habe ihn abgefangen. Das ist Machtswerk, ja. Irgendwie habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Gens, der heilt die ganze Zeit. Jetzt ist in der Tarnung auf Boxe. Ich bin tot. So, aufgehen, aufgehen, aufgehen. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Ja, wir haben eine volle Tür gerade gehabt. Noch 2 Balken. Achtung! Das ist lost. Unautorisierte Egal, Waffen. komm. Zweite Tür ist auch noch gut. Wir können das gewinnen. Bleib safe, bleib safe. Wir müssen jetzt bei der Brücke aufhalten. Bin gestunt. Kann wieder. Bin tot. Sind zu viele von den Machtsberger, die trauen sich ja nicht mehr alleine. Ich würde mal sagen, bitter, oder? Ich bin gerade bei der Tür kämpfen. Bin gleich tot. Bin tot gleich. Noch nicht. Jetzt bin ich tot. Niemand bei der Tür. Seba, du musst das machen.
Der Box ist weg. Die andere Türe. Andere Tür ist safe. Pechvogel. Pechvogel tot. Boxe. Die andere Tür. Okay. Piep, piep. So, wo gehen wir hin? Gehen wir links alle, ha? Schaffen wir das? Naja, irgendwo müssen sie sich ja aufteilen, ne? Ist das nicht ein Riesenspaß? Als Angreifer müssen Sie den Datenkern der Voidstar erobern. Überbrücken Sie ein Sicherheitsterminal, um die erste Tür zu öffnen. Auf Hannibal weitermachen. Hannibal weitermachen. Ja, sehr schön. Hannibal wieder. Achtung! Sehr schön. Unautorisierte Waffen entdeckt. Drücken, Freunde der Sonne.
Scheiße! So, zwei sind weg. Ich lappen, ich bin voll runtergerollt, ey. Komm schon. Achtung! Ja, schön. Motorisierte Waffen entdeckt. Das war jetzt ein schönes Match, ha? Ja, war okay, oder? Ich finde auch Verteidiger ist eigentlich relativ gut zu gewinnen. Wenn man da ein bisschen standhält und die Gruppe motiviert ist. Ja. Ich geb dir schön weggenatzt, alle. Ja, Mann. Ja, Mann, du Brett bist der oder? Zweite vom Team und ich der Erste. So mag ich das. Beide gleich viele Opfer. 5 Opfer habe ich. Ja. Du hast noch ein bisschen Schutz, aber dafür habe ich viel Heilung. Ich war der zweitbeste Heiler vom Team, war ich. Ja. Du warst der Vierte, warst du. Schutz muss schon sein, ja. Das ist nämlich zugänglich für mich, ne? Ja. In Massengedankenkontrolle. Ja, ja. Aber es zahlt sich immer so schon aus, ja, weißt du, wenn du das mal den Gelassenheitsangriff dreimal spammst, ja. Das ist echt fies. Ich zeig dir das einmal, komm her. Aber dann gehe ich was essen. Schau her, machen wir mal ein Duell und dann hau mich ein bisschen runter, ja. Genau. Dann haust mich ein bisschen runter und dann fange ich an, ja. Warte, Hexet musst weggeben noch. Jeder Heilung. Okay, passt. Und jetzt fangst du damit an. Ziehst du Ding und jetzt kannst du dann mit Spammen anfangen. Schau, was ich da wieder Leben kriege, ja. Und was du im Debuff hast, ja. Ja, krass. Ja, du kommst nicht mehr weg, wenn du keinen Stunner hast, ja. Das ist nämlich refresht sich immer mit den zwei, ne? Schau wieder, zack, 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 ja. Zack, dann ist es verbraucht, ne? Und das ist eigentlich das Krasse an der Skillung. Ja. Ja, mal dann halt die Dots verteilen und so, ne? Das ist halt auch, ne? Recht lustig. Und weil das auch immer stunt, ne? Und da verbrauchen ja die Leute ihren Stunner, ne? Und darum krepieren sie dann am meisten eigentlich, ne? Weil da tun sie nachstunnen, dann tun sie wieder heilen und so weiter und das geht dann nicht so einfach mehr. Ne? Ja, ist schon krass, ja. Aber denen haben wir es ordentlich gezeigt, gell? Den Machtzwergen. Ja, war gut, war gut. Naja, es war ein hartes Match, ja. Aber die haben ein paar Versager auch gehabt. Der Gens und so, der hat überhaupt nichts gezeigt, ne? Ich habe nicht so auf die anderen geachtet. Wir haben mehr auf meine eigene Leistung konzentriert, muss ich zugeben. Ich habe immer geschaut, wer was wo macht und Ding und dann hin und zack, 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 zack. Und dann sind die nicht mehr weggekommen und sind die krepiert, ne? Nur weil ich sie festgehalten habe mit dem Gelassenheitsangriff, ne? Ja. Aber es war ein guter Fokus auch von uns. Ja, ja, die Leute, ich hatte das Gefühl, die Leute haben, ja, da miteinander. Wir hatten mehrere Leute dabei, die wirklich Schaden gemacht haben. Das war jetzt nicht so, als hätte ich das hier alleine Weil ich habe gestellt. dann verteilt und dann habe ich geschaut, was schon low ist und wo Fokus drauf ist. Und dann bin ich hin und habe den Gelassenheitsangriff gespammt, ne? Ja, das war wirklich gut, ja. Und dann kommen die nicht mehr weg. Das ist so. Ja, du hast halt auch ein bisschen mich unterstützt, hatte ich das Gefühl, oder? Ja, und du ja auch mit der Heilung. Ich war ja mit der Schutz. beste DD und du warst der zweitbeste, oder? Dann geht das schon so, ne? Ja, ja. Und dass man die wegmacht, ne? Ja.
Ja, und vor allem, wir haben das Manko gehabt, ne? Wir müssen dauernd hin und das Depperte unterbrechen. Der Boxy Ja. ist ja ärgstens drauf, ne? Ja, und musst dir vorstellen, wir zwei haben da voll noch die Konzentration auf das Tor die ganze Zeit gehabt und währenddessen Das dann kommt ja noch, dann. dann noch den besten Schaden dazu noch gemacht. So, lel. Weil einmal habe ich eh gesehen, da bist du genau hinter mir gestanden und ich bin Nee, am aber ehrlich, ich fänd's echt, du müsstest mal auf dem englischen Server, weil dort ist echt viel besser das PvP. Echt? Ja, also auch die Wartezeiten und so, weißt du, Q-Pop und so. Und auch Naja, einfach die Stimmung, die Leute sind da viel entspannter. ja, da sind sie immer sowieso aggressiv. Ja, eben. Also, Waren heute eine Gruppe Hartmut Flashpoint unterwegs, ne? Und 3 in einer Gilde gelistet. Ich bin als Random dazugekommen. ja, Und ja, der Heiler war überhaupt noch nicht gescheit ausgerüstet. Der hat noch alten Set-Bonus, alles gehabt aus den Jahren Schnee, ne? ja, Und ja, der Tank und so, ich wollte Ding machen, na, das mutet er nicht zu, nicht? Im Bonus nicht auf den Raumschiff da mit dem Barat-Clan, ne? ja, ja. Und ja, bei einem Endboss haben wir auch auf Kommando aufgehört, nicht, Schaden zu machen, nicht? Damit der Heiler nach, der hat endlos gebraucht, ja. Ein paar Mal sind sie gestorben, nicht? Ja, ich habe mich rausgetan, ja, dann hat es sich. Ja, er ist das erste Mal da und entschuldigt sich wieder so lange, nicht? Aber das muss ja eigentlich ganz angenehm gewesen sein, Geschafft, oder? ja, First Try, nicht? Also, Hä? wir haben es gut hinbekommen, First Try, ne? Ja, das ist schön, das ist schön. Hey, ich hätte echt nicht die Geduld dafür, tut mir leid. Ich krieg da Koller, Alter, tut mir leid. Ja, ich meine, wenn er schon lange nicht gespielt, ne, trotzdem, ne? Ah, ja, tut mir leid. Weißt du, was mir heute am Arsch gegangen ist? War der neue Flashpoint, ja? Aha. Und war so ein Schurke, was die auf der Boxer-Skillung da so piff paff, ne, burst, ne? Und ich denke mal, ich mache Schaden und das dauert, ja, und dann beim Endboss, was die mit der roten Void, ne? Ja. Und den, aber wirklich auf die letzte Sekunde aufgegangen. Und dann schaue ich nach, ja, hat der Schatten-TT, ja, keine einzige Aufwertung gehabt, ja. Das war schon bitter. Da dachte ich, mache da alles selber fast, ne? Und noch Nudelbier, ja. Ah, ist wirklich urknapp ausgegangen, wirklich. Das war so knapp, ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Denkt man, da kommt kein Schaden, ja, das ist gar nichts, ja. Und mir vor, als würde ich alles selber machen. Ja, okay. Nichts gehabt, ja. Ja, wenn wir ein bisschen was essen gehen, aber was anschauen kurz. Na jo. Also, gute Nacht dabei, gell? Jo, tschüss. Tschüss. Ciao.
Genuss ist vielschichtig. Jetzt neu Magnum Double Gold Caramel Billionaire. Alles für dein Wow. Highspeed-Erlebnis für dein Zuhause mit dem UPC Giganetz. Tages sah ich ein Kind, das spielte mit einem Rubin von der Größe einer Mandarine. Verbrecher sind nicht kompliziert, müssen herausfinden, was er eigentlich will. Vielleicht durchschauen Sie diesen Mann auch nicht ganz. Einige Menschen wollen die Welt einfach verbrennen sehen. Von der Größe einer Mandarine. Von der Größe einer Mandarine. Das ist kein normaler Schmuggel mehr, das ist ein industrieller Hochprofithandel. Unsere Polizei stellt im Durchschnitt nur 5 bis 10% der Produktion sicher. Das lässt erahnen, welche Mengen tatsächlich unentdeckt in den Umlauf geraten. Ich warne dich! Du legst dich mit einem echten Gangster auf! Meine Herren! Ich mag diese aus! Ich werde sie aufhängen! Ich werde sie aufhängen! Keine
Ich hasse dich, du mieses Stück Scheiße. Laberst du mich an, ja? Oh, kann es sein, dass du mich meinst? Der labert tatsächlich mit mir, der Pisser. Was glaubt ihr eigentlich? Was glaubst du?
Staatsanwalt, die Polizei und der Richter halten sich an Gesetze. Die kommen um 6 Uhr zu euch nach Hause, treten die Tür ein, legen euch Handschellen oder Riemen an, nehmen euch mit. Durchsuchen eure Wohnung, eure Konten und bringen euch in den Knast. Und je nachdem, wie gut er wart oder nicht gut wart, kommt raus. Rivalisierende Banden, rivalisierende Gangs. Andere, die das wollen, was ihr wollt. Die Macht, die Kohle, den Erfolg. Die kennen keine Regeln. Und glaubt mir, es gibt immer einen, der noch gieriger ist, noch hungriger ist, noch skrupelloser ist. Und vor allen Dingen noch eine Regel. Vertraut niemand. Ihr habt keine Freunde, wenn ihr kriminell seid. Denn euer bester Kumpel kann der sein, der euch verrät, verkauft. An die Bullen, an die Cops.
sind verbunden mit dem Forum für unentdeckte Talente. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem... Sie sind verbunden mit dem Forum für unentdeckte Talente. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem... Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Als er die weißen Laken schon aus der Ferne sah. Es war vollkommen windstill und sie hingen ruhig da. Die Tür offen, das Zimmer dunkel, wie in der Nacht zuvor. Nun, da das Unerwartete so offensichtlich war, erschien es ihm wie eine Falle und er fragte sich, ob es möglich war, dass man ihn erwartete. Er schlich näher, die Waffe in der rechten, versuchte Augen und Ohren überall zu haben. Doch die einzigen Geräusche waren verhaltener Donner in der Ferne und das Nesteln von Gras unter seinen abgetragenen Sportschuhen. Eine Grille zirpte träge im Blattwerk der Sträucher. Mit einem Mal hing ihm die Bemerkung mit den Silberkugeln im Kopf. Er hatte es für einen dummen Scherz gehalten. Jetzt, in der Dunkelheit und mit dem dumpfen Pochen des eigenen Herzens in den Ohren, hielt er es nicht mehr dafür. Fieberhaft dachte er darüber nach, was man über Silberkugeln sagte, wozu sie gut waren. Ihm fielen ein paar Möglichkeiten ein, und eine war dämlicher als die nächste. Wütend biss er die Zähne zusammen. Er hasste Aktionen, die derart schlecht vorbereitet waren. Doch was hätte er tun sollen? Er hatte keine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Er hatte niemals eine Möglichkeit besessen, sie zu kontaktieren. Es gab eine dunkle, verschwommene Erinnerung daran, was geschehen war, als er sich zu Beginn ein einziges Mal widersetzt hatte. Was hatte er damals zu dem Anrufer gesagt? Ich kündige. War es das gewesen? Er fühlte ein bitteres Lächeln auf den Lippen. Das würde er nie wieder tun. Er umklammerte mit beiden Händen den Griff der Pistole und zwang sich, im Hier und Jetzt zu bleiben. Ihm blieben ohnehin kaum Möglichkeiten. Entweder frühmorgens zur Vordertür hinein und die harte Tour vor den Augen der ganzen Belegschaft oder die heimliche Variante bei Nacht und Nebel. Er bevorzugte letztere. Der Rasen wurde zu festem Stein, als er die Terrasse betrat. Dann glitt er in den Raum. Ein dicker, weicher Hochflorteppich dämpfte jeden seiner Schritte. Sein erster Blick galt dem Bett. Es war frisch bezogen, sauber und leer. Draußen leuchtete der Himmel immer wieder gespenstisch auf und ließ die Laken schimmern wie bleichen Knochen. Der nächste Raum war ein Verbindungsgang zu verschiedenen weiteren Zimmern. Er war breit, frei jeder Zierde und beklemmend in seiner Nüchternheit. Die kahlen Wände trugen keine Bilder, der Boden war weiß gefliest. Der schwere Schleier eines synthetischen Blütenduftes lag in der Luft und war umso ekelhafter, als dass er kaum vermochte, den darunterliegenden Geruch zu verbergen. Medizinische Desinfektionslösung. Angewidert unterdrückte ihn den übermächtigen Impuls, sich das Hemd über Mund und Nase zu ziehen. Er wusste nicht, weshalb er Jobs, die mit Ärzten zu tun hatten, so hasste. Mittlerweile hielt ihn ein unbewusstes Gefühl der Warnung fest im Griff. Lautlos machte er sich daran, hinter jede der Türen zu blicken. Doch die Räume dahinter waren alle auf die gleiche puristische Weise eingerichtet und in keinem fand sich auch nur ein Anzeichen für Leben. Nach dem Verbindungsgang, der samt seinen Abzweigungen genauso irreführend angelegt war wie von außen vermutet, kam eine Treppe in Sicht. Sie führte nach unten. Überrascht blieb Dean stehen. Eine Treppe passte nicht ins Konzept.
Er war auf der Suche nach einem Zugang zum Foyer, nach einer Verbindungstür oder einem Durchgang, nicht nach einer Treppe, die noch dazu in den Keller führte. Plötzlich fuhr er herum, mit dem Gefühl im Nacken, ein sachter Windhauch habe ihn gestreift. Adrenalin ließ seine Sicht noch schärfer werden. Doch der Gang erstreckte sich leer und unbewegt vor und hinter ihm. Er nahm seine Suche zu einem Zugang zum Foyer wieder auf. Rücken aber knacksen.